Wer im Kleinen treu ist, dem wird Großes anvertraut. Wenn du im Minus bist, warum gehst du dann über Klarna und kaufst dir dann weiter neue Sachen? Und wir teilen das Geld in verschiedene Bereiche auf. Ganz klassisch gibt es die 50-30-20-Regel. Hey Beautiful, willkommen zurück zu meinem Kanal und zu dieser Serie. Was ist, wenn alles, was wir haben, geliehen ist? Damit beschäftigen wir uns in dieser Stewardship-Serie. Heute geht es um das Thema Finanzen. Wir reden heute über den klugen Umgang mit Geld, weil du ein Leben führen darfst, das frei ist von Druck, Schulden und Unsicherheit. Und dafür brauchst du ein gutes Fundament. Wichtig zu wissen ist, es geht nicht um Big Money. Es geht nicht darum, dass du richtig viel Geld hast jetzt gerade oder richtig wenig Geld. Es geht nicht um die Menge an Geld oder Finanzen, die du aktuell hast. Stewardship fängt da an, wo du jetzt gerade bist. Das liebe ich an dem Thema. Es ist ganz persönlich. Bevor ich in die praktischen Schritte gehe, will ich nochmal darauf eingehen, warum es wichtig ist, seine Finanzen und andere Themen, die wir besprechen werden, gut zu verwalten. Warum ist Stewardship wichtig? Erstens, weil es nicht dir gehört. Die Finanzen, die du hast, gehören nicht dir. Ich weiß, es klingt komisch, wenn man sich darüber Gedanken macht, aber es ist so, das Geld, was du hast, ist nicht deins. Du denkst jetzt bestimmt, das ist doch meins, aber nein, es ist das, was Gott dir anvertraut. Im Psalm 24 steht, dem Herrn gehört die Erde und alles, was darauf lebt. Gott ist der Eigentümer und du bist der Verwalter bzw. die Verwalterin. Er gibt uns das und wir sollen damit weise umgehen. Zweitens, Stewardship zeigt, ob du treu bist. Wir sehen in der Bibel verschiedene Gleichnisse, beispielsweise Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Da geht es um das Gleichnis von den Talenten. 3 Menschen bekommen etwas anvertraut, 2 verwalten es klug und einer vergräbt es aus Angst. Jesus lobt nicht den Gewinn, Jesus lobt die Treue. Also auch wenn du wenig hast, wie gehst du damit um? Der dritte Grund, warum Stewardship wichtig ist, weil Gott dir gerne mehr anvertrauen möchte. Wer im Kleinen treu ist, dem wird Großes anvertraut. Wenn ich dir irgendeine Ressource gebe, ist egal, worum es geht. Bleiben wir mal beim Thema Geld. Wenn ich dir Geld gebe und sage, kannst du das mal bitte gut verwalten und du verwaltest das Geld gut, also beispielsweise 10 Euro, dann würde ich vielleicht beim nächsten Mal sagen, okay, letztens hat sie das gut verwaltet. Ich glaube, ich kann ihr sogar mehr anvertrauen und würde dir dann mehr geben. Aber wenn ich schon merke, dass du mit den 10 Euro, die ich dir anvertraut habe, nicht gut umgehen kannst, dann würde ich dir nicht mit noch mehr vertrauen. Und wenn Gott sieht, dass du mit dem, was du hast, gut umgehen kannst, warum sollte er dir nicht mehr geben? Disclaimer, es heißt nicht, dass Gott dir unbedingt mehr geben wird, aber wenn du die Dinge gut verwaltest, dann kann Gott dir auch mehr geben. Okay, prüfe erstmal, was läuft schief. Also, wie sieht dein Bankaccount gerade aus? Wenn du im Minus bist, warum gehst du dann über Klarna und kaufst dir dann weiter neue Sachen? Du hast dir letztes Jahr schon ein Handy geholt, du brauchst nicht dieses Jahr nochmal ein neues Handy. Ich glaube, dass wenn wir nicht gut mit unseren Finanzen umgehen können, dann ist das oft auch ein Herzensthema. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Geld zeigt oft, was uns wirklich wichtig ist. Und ich will dich by no means verurteilen. Ich bin selber auch noch in einem Prozess, wo ich Dinge neu lerne. Aber ich will uns dafür wach machen, dass wir gute Stewardship sein sollten. Und wir sollten nicht in eine Konsumfalle kommen und wir sollten auch ganz spezifisch uns damit auseinandersetzen, hey, was ist eigentlich mein finanzielles Mindset? Also du kannst entweder den Konsum hinterherrennen oder aus Angst vor Mangel gar nichts ausgeben. Beides ist keine Freiheit. Beides macht Geld zum Herrn über dein Leben. Deshalb frag dich mal, was ist dein Financial Mindset? Bist du mit wenig Geld aufgewachsen und gibst deshalb umso mehr heute aus, weil du denkst, ich kann es mir jetzt leisten? Oder sparst du beispielsweise krampfhaft, weil du Angst hast, irgendwann in einen Mangel zu kommen? In der Videobeschreibung findest du ein paar Reflexionsfragen. Geh sie mal durch und mach dir mal wirklich Gedanken darüber. Es gibt auch auf Netflix die Serie How to Get Rich. Da geht es auch ganz viel darum, was ist dein finanzielles Mindset, dass wenn du immer wieder Probleme mit deinen Finanzen hast, dass es oft ein Mindset-Thema ist. Kommen wir zu den praktischen Tipps. Also wichtig, fasse dich erstmal mit deinem finanziellen Mindset, wenn du merkst, dass du immer wieder im Minus bist und überhaupt deine Gewohnheiten erstmal kennenlernen musst und die Gründe herausfinden musst, warum du aktuell noch einen schlechten Umgang mit Geld hast. Dann verschaff dir einen Überblick, was kommt rein und was geht raus. Was hast du für Fixkosten? Was gibst du generell im Monat aus und was sind deine Einnahmen? Also evaluiere erstmal überhaupt den Ist-Zustand.
Dann ganz, ganz wichtig, fang an zu budgetieren. Und budgetieren ist gar nicht so ein schweres Thema. Mach es dir einfach. Wir benutzen eine Excel und wir teilen das Geld in verschiedene Bereiche auf. Ganz klassisch gibt es die 50-30-20-Regel. 50% für Fixkosten, 30% für Spaß und Lifestyle und Leben und 20% für Sparen. Wir haben die Regel ein bisschen angepasst, sodass das auf unsere Bedürfnisse und auf unsere Werte passt. Das Wichtige ist im Endeffekt, gehe bewusst mit deinem Geld um. Uns persönlich ist zum Beispiel wichtig, dass Gott immer den ersten Anteil bekommt und nicht den letzten Anteil. Nicht das, was wir vielleicht noch übrig haben, sondern wirklich den ersten Anteil. Und dieses Video soll nur ein generelles, ein Basic-Video sein, aber allein da habe ich so viel Freiheit erfahren, indem ich Gott einen Anteil meines Geldes gebe. Und der 4. Tipp ist, fang einfach an, fang klein an. Wenn du deine Aufteilung beispielsweise machst und du merkst, du kannst nur 10 Euro sparen, dann spar diese 10 Euro. Wenn du merkst, du kannst nur 5 Euro investieren, dann investier diese 5 Euro. Wenn du noch kein eigenes Einkommen hast und du 50 Euro Taschengeld bekommst und du demnach beispielsweise nur 5 Euro geben kannst, dann gib nur 5 Euro. In Lukas 21 lesen von einer armen Witwe, die nur 2 Münzen gibt. Die Geschichte zeigt, dass die Größe einer Gabe nicht am Betrag, sondern am Anteil, am eigenen Vermögen gemessen wird. Und again, ich sage dir das alles nicht, weil ich das perfekt mache. Das sind aber Sachen, die ich über die Jahre gelernt habe und auch ein Thema, wo andere mich fragen, hey, wie verwaltet ihr eure Finanzen? Und das sind die Basics, auf die wir achten. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, auch manchmal Phasen, wo ich mit Großzügigkeit in dem Aspekt struggle, dass ich, wenn ich eine Person sehe, die mich nach Geld bittet und ich der Meinung bin, sie würde dieses Geld nicht gut nutzen und für etwas Schlechtes ausgeben beispielsweise, dass es mir dann in dem Moment schwerfällt, dieser Person das zu geben. Aber es geht nicht darum, was ich denke, was diese Person mit diesem Geld machen soll. Es geht um mein Herz. Ich will ein Herz haben, das nicht festhält. So, also nochmal die Tipps. Wenn du aktuell wirklich einen schlechten Umgang mit Geld hast, dann werde dir erstmal über dein finanzielles Mindset bewusst. Dann verschaff dir einen Überblick, fang an zu budgetieren und fang klein an. Stewardship ist für jeden, egal wie viel Geld oder wie wenig Geld du hast. So, ein paar Tipps zum Budgetieren. Wie gesagt, passe die Prozente so an, dass es für dein Leben passt, aber ich denke, die Fixkosten sollten nicht über 50% sein. Versuche deine Fixkosten gering zu halten. Und die Fixkosten müssen auf jeden Fall gedeckt werden. Dann beispielsweise die 30% für Lifestyle. Achte darauf, dass du nicht jeden Monat beispielsweise mehrere 100 Euro für Make-up ausgibst. Oder dass du immer auswärts essen gehst. Versuche auch da zu leben und Spaß zu haben, weil die Fixkosten hast du ja auch gedeckt. Aber nicht zu übertreiben. Dann beispielsweise die 20%. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesen Prozenten. Der Anteil eben für Sparen und Investieren. Da kannst du gucken, wie du diesen Anteil vielleicht nochmal aufteilst. Ich denke, jeder sollte sparen und jeder sollte investieren. Die Menge ist, wie gesagt, nicht entscheidend. Wenn du gerade nicht viel investieren kannst, dann lass es ein paar Euro sein. Die Challenge diesmal ist, setze dir ein Budget. Wenn du einen Schritt weiter gehen kannst, dann öffne ein Sparkonto oder Investmentkonto. Und geh ins Gebet. Frage Gott, wie du weise mit deinem Geld umgehen kannst. Wenn ich noch auf irgendwas tiefer eingehen soll, dann schreib mir auf Insta oder wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Du bist nie zu jung oder zu alt, um weise mit deinen Finanzen umzugehen. Bis zum nächsten Mal.